Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Wir sind jetzt gleich beim Walmart kurz vor der Grenze. Hier werden wir die letzte Nacht vor Mexiko schlafen und sind einfach froh, wenn wir ankommen. Morgen versuchen wir zwischen 7 und 8 Uhr an der Grenze zu sein, damit wir durchkommen, bevor viel los ist. Ich bin gerade wirklich nervlich am Ende. Ich finde meinen Fahrzeugschein nicht und was mir gerade danach aufgefallen ist, ich finde meinen Führerschein nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich habe jetzt gerade schon einen ganzen Geldbeutel ausgeräumt, alle Dokumente, die ich drin hatte. Ich habe mein Perso, alles da, aber genau von dem hier das Original nicht und mein Führerschein nicht. Jetzt muss ich gleich bei der Bücherei anrufen und hoffen, dass sie noch aufhaben. Es ist jetzt, wie viel Uhr? 5, kurz nach 5. Und hoffen, dass die jemand abgegeben hat. Weil sonst, wenn es dort nicht ist, ich habe keine Ahnung, wo es sein könnte. Und sonst müssten wir echt zur Botschaft und neue Dokumente besorgen, bevor wir nach Mexiko können. Das ist so eine typische Aktion von mir, echt. So ein Kack. Nach dem Telefonat sage ich euch, wie es ausschaut. Und? Sie haben's. Mann. Wie kann es sein, dass ich das im Drucker liegen lasse? Jetzt mal ehrlich, das ist so ein Scheiß. Aber ich meine, dafür haben wir ja wenigstens eine Mitgliedskarte bei der Bücherei für 4 Monate. Oh Mann, ja, also morgen geht's nicht nach Mexiko, sondern erstmal wieder nach Norden und dann wieder nach Süden. Ich denke mal, es sind, ich weiß nicht, knapp One-Way 150 bis 200 Kilometer. Ich denke mal, dass wir versuchen, das morgen an einem Tag durchzureißen. Also wirklich morgens hochfahren, Zeug holen und wieder runterfahren, dass wir dann übermorgen nach Mexiko können. Und ja, dann sollte dem Weg nach Mexiko nichts mehr im Wege stehen. Und ich schulde der Sarah eine Tankfüllung, die wir verballern werden, deswegen. Aber mir fällt jetzt echt ein Stein vom Herzen. Ich war da echt gerade am Verzweifeln. Ich habe den Führerschein und den Fahrzeugschein immer an derselben Stelle im Geldbeutel und auf einmal ist er nicht mehr da. Ja, das ist das, wenn man nur noch kurz in die Bücherei reingeht. Sarah war nämlich da schon im Auto und ich habe kurz die Sachen nochmal kopiert und dann bin ich ganz schnell raus. Dann soll ich euch mal was sagen. Das ist so eine typische Tobi-Aktion. Also ich bin so froh, dass das jetzt geklärt ist, wo es ist, weil das ist echt das Herz ziemlich tief gesackt eben. Aber das ist so typisch Tobi. Das ist so, ja, das steht Tobi, wie er leibt und lebt, würde ich mal sagen. Und ich habe mir vorgestern waren wir da, gell? Vorgestern. Ich habe mir sogar noch gedacht, ob ich ihn fragen soll, ob er es aus dem Drucker genommen hat. Und dann dachte ich so, ach, so ein Schwachsinn, natürlich hat er es aus dem Drucker genommen, aber ja. Gott sei Dank ist es da. So, jetzt sitzen wir hier und es geht zurück Richtung Norden statt Richtung Süden, um die Dokumente zu holen. Und wir haben extra noch gestern eine Plätzchendose gekauft als kleines Dankeschön, weil wir sind einfach so dankbar, dass dass das gefunden wurde, abgegeben wurde. Ja, dass wir uns ein bisschen bedanken können. Tobi sucht gerade das Gestell der GoPro und dann ziehen wir los. Ich hoffe, dass jetzt einfach alles noch da ist und die Personen, die gestern da waren, auch da sind, die wissen, wo das ist. Ja, jetzt sind wir echt zurückgetuckert und ja, wird schon werden. Ich habe schon zu Tobi gemeint, solange er Rio nicht im Hundepark vergisst oder mich an der Tankstelle, ist eigentlich alles in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Ist nicht da? Funny Story. Sie
ich könnte sie gerade nicht finden. Nein, nicht ernsthaft. Doch. Oh nee. Aber ich soll in 5 Minuten wiederkommen, sie suchen. Aber Sie wissen, dass es da Die war? eine wusste, dass es da ist und die vorne wusste von gar nichts. Das gibt's nicht. Oh Gott. Hoffentlich ist es nicht weg. Nee, haben sie ja am Telefon gesagt, dass es da ist. Er grinst. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ah. Wir haben's. Und ich habe noch auf dem Reingehen, also ich habe jetzt erstmal meine Dokumente, und beim Reingehen habe ich hier auf der Straße einen Schlüssel gefunden und drin erstmal abgegeben. Das ist wie so ein Fundbüro hier, glaube ich. Ja, Gott sei Dank. Also ich kann die Bücherei in La Quinta nur empfehlen, die sind super. Und ja, jetzt geht es weiter zum Dogpark und ja, Sarah kriegt dann erstmal ihren Kaffee. Ja! Das heißt aber, morgen geht es für uns wirklich nach Mexiko. Wir fahren nachher wieder zurück zu dem Walmart-Parkplatz und morgen früh geht es dann über die Grenze. Kaffee! Es ist jetzt gerade 5:45 und für uns geht es jetzt dann Richtung Grenze, sobald die Sarah mit Rio wieder vom Spaziergang zurück ist. Und dann sind wir mal gespannt, wie reibungslos das Ganze funktioniert. Auf geht's nach Mexiko! Woo! Wir nehmen die Grenze bei Calexico Richtung Mexicali. Und zwar gibt es 2 Grenzübergänge, einmal Ost und West. Und wir nehmen den östlichen. Da haben wir gelesen, dass es nicht so verplant zugeht wie bei dem anderen. Da ist es sehr verwirrend und anscheinend nicht so einfach. Anscheinend kommt es nicht so häufig vor, dass da Reisende über diese Grenze übertreten. Mexiko und haben den Grenzübertritt gemeistert. Das war super easy. Wir hatten davor uns schon informiert und es war also mit Bruchstücken Englisch und Spanisch kommt man durch. Wir machen dazu noch ein separates Video, wie das genau abläuft, für diejenigen, für die es auch mal relevant sein könnte bei der Grenze Calexico. Und ja, für uns geht es jetzt erstmal zum nächsten Supermarkt und unsere Lebensmittel auffüllen und dann Richtung Campingplatz, wo wir heute übernachten. Wir haben jetzt gleich mal in einem Tacoladen hier Stopp gemacht. Wir sind eigentlich noch nicht weit gefahren, weil der in Iowa-Länder empfohlen wird. Und die Verständigung war schwierig. Die haben sich sehr bemüht und wir haben einfach kein Wort verstanden. Und jetzt sind wir gespannt, was wir bekommen und was wir bezahlen müssen. Aber sehr cool. Das sieht wohl geil aus. Ich habe keine Ahnung, wie man das isst. Ich fange mal mit dem Radieschen an. Ich glaube, man legt es drauf, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach schon mal gegessen. Koriander. Kannst du gleich diese restliche auch essen? Mhm. Oh. Bis dahin war es echt gut. Aber Koriander ist nicht gut. Ich lerne, was Koriander heißt. Da Sarah kein Koriander mag, habe ich jetzt noch Iren bekommen. Ranch und Müll ist gerade aus, gell? Ja. Wir sind jetzt auf unserem Stellplatz angekommen und ja, hatten gleich zu Beginn eine nicht so schöne Überraschung. Also hier sind 3 super liebe Hunde und
Als wir dann Rio rausgeholt haben, ist es gleich mal eskaliert. Und ja, der eine Hund hatte Rio im Nacken relativ fest, sagen wir es mal so. Es ist aber nichts passiert, außer dass ein bisschen Fell geflogen ist. Aber wir sind jetzt schon gerade gegangen, und zwar Rio und mit dem Kleinen hier, der übrigens super lieb ist und gar nichts macht. Und mittlerweile können sie auch nebeneinander laufen. Aber Rio hat hier einfach mega Angst jetzt vor den Hunden. Und die Nala und der andere wurden jetzt schon gerade weggeholt. Und ja, nur der kleine Nico ist mit uns hier draußen. Wir wissen auch nicht, was es verursacht hat. Also wir sind der Meinung, dass Rio zuerst geknurrt hat und daraufhin ist Nala draufgegangen. Auf jeden Fall hat Rio jetzt hier richtig Panik und wir sind jetzt, ich weiß nicht, eine halbe Stunde ungefähr erstmal mit dem Nico und mit dem Rio zusammengegangen, und sobald Nico ungefähr, keine Ahnung, auf 1 Meter rankam, hat Rio erstmal Nackenfell hochgestellt und hat einfach Schutz gesucht und wollte ihm ausweichen. Aber das geht jetzt auch schon besser. Aber er hat noch immer keinen Bock auf Nico. Und wir wissen jetzt gar nicht, wie das hier in Zukunft mit den Straßenhunden wird, weil ja, wir werden ja zwangsläufig mit den Hunden konfrontiert. Und jetzt, ja, sind wir gespannt, wie es in Zukunft wird. Aber der Platz hier ist wirklich super. Der Don ist so ultra nett. Und ja, hier lässt sich es auf jeden Fall ankommen. Morgen geht es dann weiter nach San Felipe. Und dort wird Rio geimpft. Die Impfung, die wir in den USA nicht geben konnten. Und ja, danach beginnt auch für Rio der Urlaub. Okay? Wenn die Impfung vorbei ist, kannst du auch ein bisschen mehr relaxen. Du willst spielen, gell? Das heißt, wir spielen jetzt weiter mit dem Rio, powern ihn ein bisschen aus, damit nachher die Nala auch wieder rauskommen kann, weil der Don hat die jetzt erstmal mit reingenommen. Ja, aber wir finden es auch blöd. Ich meine, das ist deren Territorium. Wir sind drin, also sollte die nachher auch wieder raus dürfen. Genau. Wir powern ihn jetzt einfach aus. Wo ist denn der Ball? Hier. Soll ich den Ball schon wieder schmeißen, Rio? Okay. Ich habe es auch schon gesehen. Und wir haben hier echt einen genialen Spot. Nachher kommt noch ein Riesenwohnmobil, hat er schon gesagt, aber unser Spot, ich zeige es euch jetzt mal, ist halt hier direkt am Wasser. Er hat auch schon gesagt, leider vor 2 Jahren war hier ein Tornado oder ein Sturm, der hier hinter uns die ganzen Dächer abgedeckt hat und einiges an Schaden angerichtet. Und ja, er baut es halt nach und nach wieder auf. Aber das Anwesen ist schon toll. Und halt hier am Fluss, und nächste Woche, hat er schon gesagt, geht es angeblich auf 26 Grad hoch. Wir bezweifeln es noch, weil da, wo wir sind, ist es nie so warm. Aber wenn er es schon sagt. Und jetzt ist es angeblich so kalt wie im Januar, dem kältesten Monat. Nico. Ja, du bist süß, gell? Heute ging es für uns jetzt weiter nach San Felipe. Das waren knapp 130, 140 Kilometer. Und Sarah ist jetzt gerade zum Tierarzt reingegangen, um zu fragen, ob die den Impfstoff vorrätig haben. Dann würden wir jetzt Rio impfen lassen.
Und danach, ich weiß nicht, ob wir dann noch was hier essen oder einkaufen, aber es geht dann auf jeden Fall hier nochmal 20 Kilometer knapp südlich davon an einen Platz am Strand. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und hoffen, dass es heute weniger windig ist wie gestern, weil der Wind war recht frisch, sagen wir es mal so. Und ja, das, was wir bis jetzt vom Meer gesehen haben, ist super schön, wirklich türkisblaues Wasser und ja, wir freuen uns einfach drauf, dass man endlich hier ist. Bis jetzt echt nur positive Erfahrungen im ersten Tag. Und jetzt kommt die Sarah wieder. Mal schauen. Ist voll süß. Wir können in 30 Minuten kommen. Ja, perfekt. Und ja, der Arzt ist nämlich gerade nicht da und sie hat sich das angeschaut, hat auch gesagt, ja, sie denkt auch, das ist das und ja. Das haben sie vorrätig. Anscheinend. Sie spricht Englisch auch, das war natürlich super hilfreich. Aber ja, sie meinte eigentlich um 2. Aber dann meinte sie Montag und dann habe ich gefragt einfach in 30 Minuten und dann hat sie ja gesagt. Es ist so schön, mal wieder Strand zu sehen. Wir haben, also in Schweden hatten wir ja Seen mit so einem Sandstrand eigentlich, aber einfach jetzt am Meer zu sein nach wieder so langer Zeit ist ein schönes Gefühl. Und wir haben uns einen Campingplatz heute Nacht wieder rausgesucht, auch direkt am Strand. Das wird auch Rio total freuen. Die Impfung war auch gar kein Problem. Also ja, er hatte Angst, klar, aber es war so schnell vorbei und es war nicht so ein Geärger wie beim letzten Mal. Und wir durften auch durften ihn halten und damit war eigentlich alles gut. Und ja, jetzt fahren wir noch zu unserem Campingplatz. Wir haben heute 2 Kanadier kennengelernt auf dem Campingplatz davor und haben denen auch gesagt, wo wir heute hinfahren und wahrscheinlich kommen sie jetzt auch. Und ich denke, dann werden wir nachher den Tag zusammen oder den Abend zusammen verbringen. Achso, hier vorne zahlt man, oder? Ich denke schon. 200 Pesos, wir brauchen nichts. 400 steht da. Ja, ich weiß, das stimmt aber nicht. 200. Ah, da steht 400 Pesos pro Camper. Aber schon weit runter, oder? Ja, ich würde den ersten Platz da links irgendwo nehmen, oder? Jo. Hinter dem Haus. Hier lässt sich's aushalten. Ziemlich geil, würde ich sagen. Glasscherben, wir sollten ja eigentlich nichts ausmachen im Reifen, oder? Ja. Ich hoffe, es ist nicht zu weich. Wir haben sogar Meerblick heute. Ich würde mal sagen, man kann schlechter stehen. Also der Platz ist hier mit Scherben, das schon. Wir stehen aber jetzt eigentlich nicht drin oder sollten nicht drin stehen. Und wir wollten erst den Platz hier unten nehmen, also den hier. Allerdings sieht es so aus, als ob sich hier schon mal jemand festgefahren hat. Hier. Ja, das ist schon ziemlich tief, würde ich sagen. Da finde ich den schon echt enorm. Und wir haben heute wieder super viel Wind. Das ist natürlich ganz toll. Tobi zieht sich schon die Ärmel runter von der Jacke. Es ist einfach so kalt. Der Wind ist so frisch. Es ist gar nicht so kalt. Aber nächste Woche sollen hier angeblich 26 Grad werden. Ich bin echt gespannt, ob es die werden. So, wir sind bei Rios Element Sand. Und er humpelt irgendwie. Mal schauen. Er pinkelt. Oh Mann, ich hab's nicht ganz auf Video, so schade. Ist gar nichts. Und jetzt geht die Party ab. Also es ist schon echt toll. Hier der Sandstrand und da hinten hat man die vulkanischen Gebirgszüge, sage ich mal, wobei es nicht hoch ist wie ein Gebirge. Aber da ist man jetzt schon auf dem Herweg durchgefahren. Und es ist einfach wirklich, wirklich imposant, das so zu sehen.
Und dort waren auch Sanddünen, die in die Berge reingelaufen sind. Da ist ein anderer Campingplatz. Rio hat schon den nächsten Palmwedel entdeckt. Wie aufs Wasser reagiert. Nicht trinken, ist Salzwasser! Aber ich weiß gar nicht, ob es Salzwasser ist. Weil hier unten schaut es so aus, als ob es von hier oben nach unten fließt. Muss die Sarah gleich mal probieren, ob es Salzwasser ist oder Süßwasser. Was? Ich glaube, das ist Süßwasser. Ich glaube, Rio hat schon recht. Es fließt von oben nach unten. Oder? Ist der nur. Das ist Salzwasser. Okay. Wir dürfen es nicht trinken, Rio auch nicht. Ja. Jetzt sind gerade eben Lucy und Daniel hier angekommen und die haben den perfekten Spot gefunden. Und zwar haben wir den übersehen, der ist unten direkt am Meer. Und wir stellen uns jetzt zu denen. Und ihr werdet gleich sehen beim Hinfahren oder danach, was wir meinen. Und genau da unten stehen sie in erster Meereslinie. Sarah hat gerade genickt, ich darf so stehen bleiben. Da oben kommen noch welche. Das ist der Blick. Oh. Ist schon ziemlich toll hier. Ja. Genau, und hier lassen wir jetzt den Abend ausklingen und dann geht es morgen wahrscheinlich weiter. Oder wir bleiben noch hier. Hier am Strand sind überall Muscheln und man sieht, bis wohin die Flut immer kommt. Also jetzt hier zum Beispiel, dann gibt es hier die Muschelspur und da hinten. Und da, ja, ich glaube... Hier ganz oben ist auch was, oder? Ich glaube, dass es hier circa aufhört, aber da oben sind auch welche, habe ich eben gerade gesehen, also wahrscheinlich doch nicht. Ja, und heute ist es nicht so windig und das Meer ist super ruhig und damit ist es auch von den Temperaturen gleich angenehmer. Ja, ist super lustig. Hier sind gestern noch Schweizer und Deutsche auch eingetroffen und auch die haben sich das Wetter hier ganz anders vorgestellt und fahren jetzt ganz möglichst schnell in den Süden. Und wir werden jetzt heute auch wieder weiter Richtung Süden auf den Campingplatz fahren und dann sind wir morgen wahrscheinlich auch schon in Baja California Sur, also in einem südlicheren Teil. Ist Sarah den Ball? Ja. Wo ist der Ball? Hier, wo ist der Ball? Ja, du bist schon richtig. Die Sarah hat den. Rio, wo ist der Ball? Hier, ich habe ihn gefunden. Ja. Und haben wir...
Er ist einfach wieder in seinem Element Sand. Ja. Gestern Abend, die Schweizer hatten auch einen Hund dabei und konnte richtig schön spielen hier die ganze Zeit. Also wir haben wirklich, ich weiß nicht, über 2 Stunden am Ende, 1,5 Stunden hier gespielt. Er konnte am Ende schon gar nicht mehr. Unser Nachbar checkt noch das Öl. Echt schade, dass es hier so verrottet ist. Ja, der Blatt, der Campground ist mega. Sarah hat es gerade schon gesagt, es ist super schade, dass der Stellplatz hier einfach verlassen wurde und vor sich hin vegetiert, weil wenn man jetzt hier nach links schaut, der Ausblick und alles ist einfach genial. Super genial. Und ja, wir wissen leider die Hintergründe nicht, warum es so verlassen ist. Ist aber echt schade. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video. Wir freuen uns auch, wenn du weiterhin dabei bist und uns ein Abo, Like oder Kommentar da lässt. Und ja, bis zum nächsten Mal.